Er ist das geliebte Gesicht des deutschen Fernsehens, bekannt für seinen Charme, seinen Witz und seine große Leidenschaft für Geschichte und Antiquitäten. Doch jetzt gibt es eine tragische Nachricht. Horst Lichter hat eine niederschmetternde Diagnose erhalten. Und während er den härtesten Kampf seines Lebens vor sich hat sich seine Frau endlich geäußert und einen emotionalen Abschied mitgeteilt, der den Fans das Herz gebrochen hat. Habt ihr jemals Bares für Rares gesehen? Kommentiert mit 1 für Ja, 0 für Nein. Und bleibt dran, wenn wir die ganze Wahrheit hinter seinem Leben enthüllen, die dunkelsten Momente. Millionen von Menschen kennen ihn für sein warmes Lächeln, seinen charakteristischen Schnurrbart und seine ansteckende Lebensfreude. Doch hinter dem Lachen und dem sanften Charme verbirgt sich ein Mann, der unvorstellbaren Schmerz, Verlust und eine tiefgreifende Veränderung erlebt hat. Seit Jahren bezeichnet Horst Lichter seine Frau Nada als seinen Fels in der Brandung, seine Stärke und seine größte Liebe. Doch nun, da er mit seiner verheerenden Krankheit zu kämpfen hat, hat Nada endlich ihr Schweigen gebrochen. In einer sehr emotionalen Erklärung sagte sie: Horst ist die Liebe meines Lebens. Egal, was passiert, wir werden jeden Moment, der uns bleibt, gemeinsam genießen. Sehen? Die Fans haben die sozialen Medien mit Botschaften der Liebe, Unterstützung und Gebeten für das Paar überschwemmt. Seine Reise ist eine Reise der Widerstandsfähigkeit, der Liebe und der tiefen Reflexion. Eine Reise, die in der Not begann und ihn schließlich dazu brachte, die wahre Bedeutung des Glücks zu entdecken. Lichters Karriere und sein öffentliches Leben mögen golden erscheinen, aber seine Anfänge waren alles andere als einfach. Er wurde in eine Arbeiterfamilie hineingeboren und erlebte eine schwierige Kindheit mit vielen Herausforderungen. Schon in jungen Jahren lernte er, dass das Leben nicht immer gerecht ist und dass Sicherheit und Liebe keine Selbstverständlichkeit sind. Seine frühen Erfahrungen haben ihn geprägt und ihm eine starke Entschlossenheit und eine tiefe Sensibilität verliehen, die später sowohl seine Kochkunst als auch seinen Umgang mit anderen Menschen bestimmen sollten. Trotz dieser frühen Entbehrungen fand Horst einen Sinn in seiner Liebe zum Kochen, eine Leidenschaft, die ihn selbst durch die dunkelsten Zeiten seines Lebens tragen sollte. Doch kein noch so großer Erfolg konnte ihn vor Tragödien bewahren. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere erlitt Horst 2 Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Verheerende Ereignisse, die ihn bis ins Mark erschütterten und ihn mit der Sterblichkeit konfrontierten. Plötzlich stand er an der Schwelle zwischen Leben und Tod, gefangen in einem Moment, aus dem nicht jeder zurückkehren kann. In dieser Zeit, in der sich jeder Atemzug wie ein Geschenk und jeder Herzschlag wie ein Wunder anfühlte, begann Horst Lichter, alles neu zu überdenken. Das unerbittliche Streben nach Erfolg, Reichtum und Anerkennung begann seinen Glanz zu verlieren. Was am meisten zählte, so erkannte er, waren nicht Auszeichnungen oder Beifall, sondern die einfachen, stillen Momente mit geliebten Menschen. Die Umarmung seiner Frau, das Lachen seiner Kinder, die Ruhe bei einer gemeinsamen Mahlzeit zu Hause. Von da an begann Horst anders zu leben. Er nahm jeden Tag, wie er kam, schätzte das Sonnenlicht durch das Fenster, das morgendliche Vogelgezwitscher und die Wärme eines Familienessens. Das Leben hatte ihn eine schmerzhafte, aber tiefgreifende Lektion gelehrt, dass Frieden, Liebe und Gesundheit die wahren Schätze sind. Das sind die Dinge, die keine Karriere ersetzen kann und die man mit keinem Geld der Welt kaufen kann. Doch Horsts Schmerz geht noch tiefer. Zu den dunkelsten Kapiteln seines Lebens gehört der Verlust seines ersten Sohnes, der in jungen Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Es war ein so tiefer Schlag, dass keine Worte jemals die Verwüstung wirklich ausdrücken könnten. Die Trauer hat sich in seine Seele eingebrannt und eine Wunde hinterlassen, die nie ganz verheilen wird. Oft fragt er sich, was hätte sein können, wer sein Sohn hätte werden können, welche Träume er hätte verfolgen können und wie ihr Leben verflochten gewesen wäre. Dieser Kummer hat ihn nie verlassen. Aber anstatt sich von ihr brechen zu lassen,
ließ Horst sich von ihr erweichen. Es brachte ihn dazu, seine anderen Kinder noch mehr zu schätzen, sie mit der Liebe und Aufmerksamkeit zu umhüllen, die der Verlust ihn gelehrt hatte zu geben. Es machte ihn präsent, wirklich präsent, als Vater, als Großvater und als Mann. Bei alledem blieb eine Person seine Konstante, seine Frau. Sie war nicht nur seine Partnerin, sondern auch seine Vertraute, seine Stütze und die Quelle seiner unerschütterlichen Stärke. Sie stand ihm zur Seite in den Krankheiten, den Verlusten, dem Ruhm und den stillen Momenten dazwischen. Sie sagte einmal, dass sie Horst nicht für seinen Ruhm oder seine Kochkünste bewunderte und liebte, sondern für sein Herz für den Menschen, der er hinter den Kameras und hinter der Küche war. Ein Mann, der tief empfand. Ein Mann, der bedingungslos liebte. Ein Mann, der Schmerz kannte und trotzdem die Freude wählte. Bei jedem Fernsehauftritt, bei jedem Gericht, das er zubereitet und bei jeder Geschichte, die er erzählt, kann man diese Tiefe spüren. Kochen ist für Horst Lichter nicht nur ein Beruf. Es ist ein Akt der Liebe. Es ist eine Art, sich zu verbinden. Das auszudrücken, was er mit Worten nicht immer erreichen kann. Wenn er ein Rezept verrät, gibt er auch ein Stück seiner Seele preis. Heute, da er auf ein Leben voller Triumphe und Tragödien zurückblickt, ist Horst Lichter nicht nur eine erfolgreiche Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, sondern auch ein lebendiges Zeugnis für die Fähigkeit des menschlichen Geistes, zu bestehen, zu lernen und zu lieben. Er hat das Undenkbare überlebt, gelernt, mit der Trauer zu leben und Schönheit im Alltäglichen gefunden. Seine Geschichte erinnert uns daran, dass wahre Stärke nicht in Perfektion, sondern in Verletzlichkeit liegt, nicht im Vermeiden von Schmerz, sondern im Umarmen des Lebens danach. Durch Lachen, durch Tränen, durch Familienessen und stille Nächte lebt Horst Lichter weiterhin ein Leben voller Herz. Und vielleicht ist das sein größtes Rezept. Das Herz hinter dem Lächeln. Von diesem Moment an begann Lichter, sich ein Leben aufzubauen, in dem es nicht um Leistung, sondern um Präsenz ging. Er hat sich von der stressigen Welt der Profiküchen zurückgezogen. Er baute sein geliebtes Olithek-Restaurant auf, ein skurriles, persönliches Lokal mit Vintage-Dekor, antiken Motorrädern und seelenberuhigendem Essen. Es war weniger ein Geschäft als vielmehr ein Zufluchtsort. Ein Ort, an dem sich die Zeit verlangsamt. Ein Ort, der die Vergangenheit ehrt und gleichzeitig der Gegenwart dient. Aber auch dieses Kapitel würde enden, als das Restaurant zu viel wurde, als es anfing, ihm die Freude zu rauben. Anstatt sie zu beflügeln, ließ er es los. Das war ein weiterer Wendepunkt. Er entschied sich für Ruhe statt Druck, für Authentizität statt Ehrgeiz. Im Jahr 2009 heiratete er Nada, seine zweite Frau und sein Fels in der Brandung. Sie ist eine Privatperson, die sich oft aus dem Rampenlicht zurückzieht, aber ihr Einfluss ist offensichtlich. Horst schreibt ihr zu, dass sie ihm hilft, auf dem Boden zu bleiben, sich zu konzentrieren und dem treu zu bleiben. Was wirklich wichtig ist, sie leben jetzt in Badenweiler im Schwarzwald, weit weg vom Chaos der Fernsehstudios. Dort genießen sie die Ruhe, die Berge und die einfachen Dinge, Lesen, Spaziergänge, gemeinsames Kochen. Trotz seiner Berühmtheit hat Horst seine Wurzeln nie aufgegeben. Er ist ein Mann der Rituale, ein Kaffee am Morgen in aller Stille, ein Telefonat mit einem alten Freund, eine Träne über einem Kindheitsfoto. Er schätzt Langsamkeit, Ehrlichkeit und Sanftmut, Qualitäten, die selten sind und dafür umso wertvoller. Er ist auch dafür bekannt, emotional offen zu sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er bei Bares für Rares in herzlichen Momenten in Tränen ausbricht oder sich bei Gesprächen über seine Vergangenheit verheddert. Aber genau diese Verletzlichkeit ist es, die die Menschen zu ihm hinzieht. Er hat nie so getan, als wäre er perfekt. Er versteckt seine Narben nicht. Er zeigt sie behutsam und hilft damit anderen, mit ihren eigenen zurechtzukommen. Philosophisch gesehen lebt Horst Lichter nach einem Leitgedanken: Lebe jetzt, jetzt lieben, jetzt lachen. Denn eines Tages ist ein gefährliches Wort.
Eines Tages kann niemals. Er hat es klar und deutlich gesagt. Ich will nicht reich sterben. Ich will reich leben. Und vielleicht ist das Wesentliche an Horst Lichter, der Mensch, nicht die Marke. Ein Junge aus einer Bergbaustadt, der zu einer beliebten Fernsehfigur wurde. Nicht, weil er versuchte, ein Star zu sein, sondern weil er sich weigerte, etwas anderes zu sein als er selbst. Ein Mann, der immer noch über die verlorene Zeit weint, der immer noch an die Macht einer gemeinsamen Mahlzeit glaubt und der immer noch weiß, dass die besten Geschichten in Menschen und nicht in Dingen zu finden sind. Bevor wir die ganze Geschichte aufdecken, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich anzumelden und die Benachrichtigungen einzuschalten. Sie werden keine weiteren exklusiven Updates über Ihre Lieblingsprominenten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verpassen wollen. Ein Leben auf der Achterbahn. In den Küchen seiner Familie, inmitten der Gerüche von gebratenem Fleisch und gedünstetem Gemüse, lernte er, dass Essen nicht nur Nahrung ist, sondern auch eine Form der Liebe. Als Jugendlicher absolvierte Lichter eine Kochlehre im alten Bahnhof in Langerwehe. Schnell entdeckte er, dass Kochen nicht nur etwas war, das er gut konnte, sondern etwas, das ein Feuer in seiner Seele entfachte. Er konnte sich durch das Essen auf eine Art und Weise ausdrücken, die Worte nie zuließen. Und doch war er, wie viele junge Männer, auch rücksichtslos. Er strapazierte seinen Körper bis zum Äußersten, arbeitete zu viel, rauchte viel und lebte schnell, schneller, als sein Herz es verkraften konnte. Mit Mitte 20 erlitt Lichter einen Schlaganfall und kurze Zeit später einen Herzinfarkt. Es war ein Weckruf der lautesten Art. Als er im Krankenhausbett lag und an die weiße Decke blickte, wurde ihm etwas Wesentliches klar. Er hatte sich durch das Leben bewegt, ohne es wirklich zu leben. Dieser Moment veränderte nicht nur seine Gesundheit, sondern auch sein Herz im wahrsten Sinne des Wortes. Er verließ die stressige Welt der Großküchen und begann etwas viel Persönlicheres zu bauen. Die Oldithek. Die Oldithek ist mehr als nur ein Restaurant. Sie ist ein wahr gewordener Traum. Stellen Sie sich ein gemütliches Lokal im Rheinland vor, in dem jede Ecke mit Oldtimer-Motorrädern, antiken Autos, alten Radios und Familienfotos gefüllt ist, wo jedes Gericht, das auf den Tisch kommt, mehr ist als nur ein Essen. Es ist eine Erinnerung. Dort kochte Lichter mit dem Herzen. Rustical, deftig, unverfälscht deutsch. Seine Gäste kamen nicht nur, um zu essen, sie kamen, um etwas zu spüren. Das Klirren von altem Tafelsilber, der Geruch von Schweinebraten, der Anblick eines grinsenden Mannes in einer Weste mit einem ausladenden Schnurrbart. Es war, als würde man in die lebendige Erinnerung von jemandem eintreten. Es sprach sich herum. Die Leute sprachen über diesen Koch, der wie eine Großmutter kochte und wie ein Kind lächelte. Er wurde eingeladen, im Lokalradio zu sprechen, dann wurde er gebeten, im Fernsehen aufzutreten. Was mit ein paar Auftritten begann, entwickelte sich schnell zu einem zweiten Akt, mit dem niemand, schon gar nicht Lichter, gerechnet hatte, Fernsehstar. Sein großer Durchbruch kam mit Läfer, Lichter, Lecker, einer Kochsendung, die er gemeinsam mit Johann Lafer moderierte. In der Sendung ging es nicht nur um Essen, sondern auch um Freundschaft, Lachen, Fehler und Freude. Lichter machte Witze, erzählte persönliche Geschichten, lachte sein unverwechselbares Lachen und weinte gelegentlich, wenn ihn etwas besonders berührte. Die Zuschauer liebten ihn nicht nur, weil er kochen konnte, sondern auch, weil er echt war. Aber erst, als er Moderator von Bares für Rares wurde Horst Lichter in ganz Deutschland ein Begriff. Das Konzept war einfach. Normale Menschen brachten Antiquitäten zur Begutachtung und Versteigerung ein. Aber Lichter brachte Wärme in das Format. Er war kein Experte für Porzellan oder Münzen, aber er war ein Experte für Menschen. Er begrüßte jeden Gast mit echtem Interesse, fragte nach den Geschichten hinter den Objekten und hörte zu, nicht mit dem Nicken eines TV-Moderators, sondern mit dem Herzen eines Freundes. Was ein trockener Austausch von Zahlen hätte sein können,
wurde immer wieder zu einer bewegenden Begegnung. Eine Frau, die die Uhr ihres Großvaters mitbrachte, verließ den Laden mit Tränen in den Augen, nicht wegen des Preises, sondern weil Lichter ihr das Gefühl gab, gesehen zu werden und ihre Erinnerungen zu ehren. Neben seiner Fernseharbeit begann er Bücher zu schreiben, Kochbücher, Autobiografien und Reflexionen. Titel wie »Keine Zeit für Arschlöcher« waren nicht nur provokant, sondern auch ehrlich. In seinen Texten, wie auch auf der Leinwand, teilte Lichter sein Leben, die Liebe, den Kummer, das Lachen, den Schmerz. Er sprach offen über den Verlust eines Kindes, über seine Krankheiten, über die Fehler, die er machte und die Menschen, die er vermisste. Und er kam immer wieder auf eine Botschaft zurück. Das Leben ist kurz. Lebe es gut. Im Laufe der Jahre hat sich Lichters Karriere zu mehr als einem Lebenslauf entwickelt. Es ist eine lebendige Reise der Verwandlung. Vom Bergarbeitersohn zum Kochlehrling, vom Herzpatienten zum Restaurantbesitzer, vom beliebten Fernsehkoch zur tröstenden Präsenz in unzähligen deutschen Haushalten. Er ist ein Mann, der sich nicht durch Strategie oder Ehrgeiz neu erfunden hat, sondern durch Herz, Demut und den Mut, in einer harten Welt weich zu bleiben. Letztendlich geht es bei Horst Lichters Karriere nicht nur um Kochen oder Fernsehen. Es geht um Verbindung, um Erinnerung, darüber, dass man sich auch nach dem Kummer für die Freude entscheidet. Sein Weg erinnert uns daran, dass Erfolg nicht an Ruhm oder Geld gemessen wird, sondern daran, wie tief wir andere berühren. Schwierige Kindheit. Die Karriere von Horst Lichter begann mit einer schwierigen Kindheit. Seine Karriere, so erfolgreich, wie sie heute erscheint, hat ihre Wurzeln in einer sehr schwierigen Kindheit, die von Entbehrungen und emotionalen Kämpfen geprägt war. Er wurde 1962 in Nordrhein-Westfalen in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Sein Vater war Bergmann, streng und oft emotional distanziert, und das Leben zu Hause war nicht von Wärme und Zuneigung geprägt. Von klein auf lernte Horst, was es heißt, Verantwortung zu tragen. Es gab wenig Raum für Träume oder Selbstverwirklichung. Er sprach oft darüber, dass er sich als Kind nicht wirklich gesehen oder gehört fühlte, was bleibende emotionale Narben hinterließ. Doch anstatt sich davon bestimmen zu lassen, setzte er diese Erfahrungen fort, zunächst in einer Karriere als Koch, wo er sowohl Disziplin als auch Kreativität fand. Er wurde in eine einfache Arbeiterfamilie hineingeboren und musste sich schon früh an ein schwieriges Leben gewöhnen. Das Kochen lernte er von seiner Mutter, der Frau, die ihn Leidenschaft und Ausdauer lehrte, um schwierige Zeiten zu überstehen. Anfangs war das Kochen für ihn nur eine Möglichkeit, seiner Familie zu helfen, aber später wurde es zu einem Beruf, einer beruflichen Karriere. Trotz der körperlichen Anforderungen in der Küche und seines frühen Einstiegs in das Berufsleben entdeckte er seine Liebe zum Essen, zum Handwerk und schließlich dazu, Menschen Freude zu bereiten. Dennoch war der Weg nicht glatt. Er baute sein erstes Restaurant mit seinen eigenen Händen auf, während er gleichzeitig mit lähmenden finanziellen Schwierigkeiten, persönlichen Rückschlägen und großen gesundheitlichen Ängsten zu kämpfen hatte, wie Sie bereits erwähnt haben. Und doch hat er bei all dem nie seinen Sinn für Humor, seine Herzlichkeit oder seine Lebensfreude verloren. Was seine Geschichte so fesselnd macht, ist, dass er sich neu erfunden hat. Er hat nicht nur überlebt, er hat Schmerz in Leidenschaft verwandelt. Seine Entwicklung vom Koch zur beliebten TV-Persönlichkeit, insbesondere durch Bares für Rares, zeigt nicht nur eine berufliche Veränderung, sondern auch eine persönliche Entwicklung. Er wurde zu einem Symbol für Authentizität, zu jemandem, der sein Herz auf der Zunge trägt und eine tiefe Verbindung zu den Menschen herstellt. Nicht trotz, sondern wegen seiner Schwierigkeiten. Die schwierige Kindheit von Horst Lichter hat ihn nicht gebrochen. Sie prägte sein Einfühlungsvermögen, seine Dankbarkeit und sein Verständnis für das, was wirklich zählt, und sie hat ihm dabei geholfen, der Mann zu werden, den die Öffentlichkeit heute liebt. Es ist genau diese Mischung aus Licht und Schatten,
die Horst Lichter zu dem macht, was er ist. Nicht einfach ein Koch oder eine Berühmtheit, sondern ein Mensch von außergewöhnlicher emotionaler Tiefe. Er kocht nicht nur, er ernährt auch Seelen. In seinen Büchern, Interviews und Fernsehauftritten spürt man oft die Spur von etwas Unausgesprochenem. Ein Bewusstsein dafür, wie kostbar jeder Augenblick ist und wie wichtig es ist, das Jetzt zu genießen, solange wir es noch haben. Ein Leben voll von Errungenschaften. Wenn man Horst Lichter fragt, was seine größte Errungenschaft ist, lächelt er vielleicht, streicht mit der Hand über seinen kultigen Schnurrbart und sagt etwas Einfaches wie Liebe geben. Aber hinter dieser bescheidenen Antwort verbirgt sich ein Leben voller bedeutender, dauerhafter Leistungen, die weit über Ruhm und Reichtum hinausgehen. Lichter war nie hinter Auszeichnungen her. Er war nicht besessen von Michelin-Sternen oder roten Teppichen. Was er stattdessen baute, war eine Brücke. Zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen Menschen und ihren Erinnerungen, zwischen Essen und Gefühlen. Und damit wurde er zu einer der beliebtesten Figuren des modernen deutschen Fernsehens und der Kultur. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen, seinem Aufstieg als Fernsehpersönlichkeit. Seine Kochsendung Lava, Lichter, lecker, war nicht nur eine Sendung, sondern ein warmer Küchentisch, an dem die Zuschauer gerne Platz nahmen. Lichters Humor, seine Geschichten, seine Fähigkeit, eine Soße in eine Erinnerung oder einen Braten in eine Metapher für das Leben zu verwandeln, all das machte die Sendung zu einem festen Bestandteil der deutschen Haushalte. Es spielte keine Rolle, ob man kochen konnte oder nicht. Die Leute schauten zu, weil es ihnen gut tat, weil es sich menschlich anfühlte. Er und Johann Lafer verwandelten die Küche in einen Ort, an dem es nicht nur um Rezepte, sondern auch um gemeinsame Freude ging. Die Sendung lief jahrelang und im Laufe der Zeit wurde Horst zu etwas, das in den modernen Medien immer seltener wird. Vertrauenswürdig, vertraut, echt. Dann kam Bares für Rares, die Antiquitätensendung, die zu einem kulturellen Phänomen wurde. Lichter war weder Gutachter noch Händler, aber das brauchte er auch nicht zu sein. Seine Anwesenheit allein war das Herzstück der Show. Unter seiner Leitung wurde das, was ein kalter Austausch von Geld hätte sein können, zu etwas mehr. Ein Fest der persönlichen Geschichte, der verborgenen Schätze, die auf Dachböden gefunden wurden, der Großeltern, an die man sich durch Uhren, Ringe oder Briefe erinnert. Sein Erfolg waren nicht die Einschaltquoten, auch wenn sie himmelhoch waren, sondern die Atmosphäre, die er schuf, der Respekt, den er zeigte, die sanfte Art, mit der er gewöhnlichen Menschen das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. Er moderierte die Sendung nicht so sehr, sondern bot Raum für Erinnerungen, Verbindungen und Gefühle. Und das ist in unserer schnellen, entkoppelten Welt keine Kleinigkeit. Tatsächlich wurde Bares für Rares zur erfolgreichsten Tagessendung in der Geschichte des ZDF. Sie wurde mit Preisen wie der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, nicht nur für ihr Format, sondern auch für den Geist, den sie in die Wohnzimmer im ganzen Land brachte. Einen großen Anteil daran hatte Lichter selbst. Ohne sein Einfühlungsvermögen und seine natürliche Wärme wäre die Sendung vielleicht nie zustande gekommen. Aber Horsts Leistungen beschränken sich nicht auf das Fernsehen. Er ist ein Bestseller-Autor und schreibt Bücher, die teils Kochbuch, teils Memoiren, teils Philosophie sind. Seine Titel wie Keine Zeit für Arschlöcher und Hier bin ich Mensch sind frech und direkt und doch zutiefst menschlich. Sie handeln von Trauer, Verlust, Lachen und Liebe. Seine Bücher haben sich 100.000-fach verkauft, nicht weil er eine Berühmtheit ist, sondern weil die Menschen ihm vertrauen. Seine Leser finden sich in seinen Büchern wieder. Der alltägliche Schmerz, die kleinen Freuden, die Bedeutung einer gut gekochten Mahlzeit und eines gemeinsamen Lächelns. Eine weitere große Errungenschaft ist das Oldie Take, sein inzwischen berühmtes Restaurant im Vintage-Stil. In einer Zeit, in der viele Köche auf der Jagd nach elegantem Design und Molekulargastronomie waren,
schuf Lichter einen Ort voller Nostalgie und Wärme. Alte Motorräder, Schwarz-Weiß-Fotos, warme Eintöpfe, es ging weniger um Trends als um das Herz. Das Restaurant wurde zu einem Zufluchtsort für Menschen, die Komfort und nicht nur Küche suchten. Und dann die vielleicht stillste und tiefgreifendste Errungenschaft von allen, seine persönliche Veränderung. Das Überleben eines Schlaganfalls und eines Herzinfarkts in seinen 20 Jahren, der Wiederaufbau seines Lebens nach einem Verlust, die Abkehr vom Burnout und die Hinwendung zur Authentizität, das waren nicht einfach nur Punkte in seiner Geschichte, es waren Taten des Mutes. In einer Gesellschaft, die oft von uns verlangt, immer weiterzumachen, koste es, was es wolle, tat Lichter etwas Radikales. Er verlangsamte sein Tempo, er fühlte, er wählte das Leben. Er wurde zu einem Fürsprecher, nicht im politischen Sinne, sondern in der Art, wie er lebte, für Freundlichkeit, Präsenz und Dankbarkeit. Sein Motto könnte man mit seinen eigenen Worten zusammenfassen. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. In seiner jahrzehntelangen Karriere hat Horst Lichter still und leise, aber kraftvoll neu definiert, was Erfolg bedeutet. Er hat kein Imperium aufgebaut, er hat Verbindungen geknüpft. Er wollte nicht beeindrucken, er wollte aufmuntern. Ob durch ein gemeinsames Lachen auf der Leinwand, einen herzlichen Moment in einem Buch oder ein perfekt gebratenes Stück Schweinefleisch auf dem Teller, Lichter hat Deutschland und jedem, der seine Arbeit kennenlernt, ein Gefühl von Heimat gegeben. Und vielleicht ist das seine größte Leistung, er ist nicht der Star der Show, sondern die Seele der Show. Ein Nationalschatz, Horst Lichters nachhaltiger Einfluss auf die deutsche Kultur. In einer Welt, die oft zu schnell, zu scharf, zu unversöhnlich ist, bleibt Horst Lichter eine sanfte Präsenz, eine Erinnerung daran, dass Freundlichkeit immer noch wichtig ist, dass Geschichten uns immer noch verbinden und dass wir selbst in unseren einsamsten Stunden nie wirklich allein sind. Sein Vermächtnis wird nicht nur in Rezepten oder Einschaltquoten gemessen, sondern in den Herzen, die er mit seiner Authentizität, seinem Humor und vor allem mit seiner unerschütterlichen Menschlichkeit berührt hat. Es gibt Fernsehmoderatoren und es gibt Kulturikonen. Horst Lichter gehört zu letzteren. In Deutschland, wo Medienpersönlichkeiten kommen und gehen wie die Jahreszeiten, hat Lichter etwas Seltenes und Kostbares geschafft. Er hat sich die langfristige Zuneigung einer ganzen Nation erworben, nicht nur als Entertainer, sondern als Symbol für Wärme, Bescheidenheit und Freude. Was macht diesen Mann mit dem unverwechselbaren Schnurrbart, den altmodischen Westen und dem rheinischen Dialekt aus, dass er von Hamburg bis München bekannt ist? Fangen wir damit an. Horst Lichter, Lichter gibt es wirklich. In einem Zeitalter, in dem Glätte und Hochglanz oft die Substanz ersetzen, bringt Lichter eine Authentizität mit, die sowohl nostalgisch als auch erfrischend ist. Ob er nun vor einem Ofen steht oder einem Sammler bei Bares für Rares gegenüber sitzt, man hat das Gefühl, dass nichts inszeniert ist. Seine Herzlichkeit ist keine Show, sie spiegelt wider, wer er wirklich ist. Die Zuschauer spüren das. Sie vertrauen ihm. Und Vertrauen ist gerade in der deutschen Medienlandschaft der Nachkriegszeit keine Kleinigkeit. Eine Brücke zwischen den Generationen. Lichters größte Leistung ist vielleicht diese: er verbindet die Generationen. Ältere Zuschauer lieben ihn für seine altmodischen Manieren, seine Geschichten über Bergbaustätte und Butter auf frischem Brot, seine sichtbare Ehrfurcht vor Familie und Tradition. Er ist ein lebendiges Echo einer Zeit, in der sich die Menschen um Küchentische versammelten und Erinnerungen wie Rezepte weitergegeben wurden. Aber auch das jüngere Publikum findet etwas, das ihn anzieht. Er verkörpert eine emotionale Ehrlichkeit, wie man sie selten im Fernsehen sieht. Er weint ohne Scham. Er lacht aus dem Bauch heraus. Er stellt aufrichtige Fragen. In einer Welt, die oft von Ironie und Abgeklärtheit geprägt ist Lichter das Gegenteil. Zutiefst menschlich, stolz und sentimental.
Und natürlich ist Bares für Rares die Sendung, die ihn zu einem kulturellen Fixpunkt gemacht hat, selbst ein Mehrgenerationenerlebnis. Großeltern sehen sich die Sendung mit ihren Enkelkindern an. Sammler bringen Gegenstände ein, die mit der Familiengeschichte verbunden sind. Und zwischen den Bewertungen erzählt Lichter Geschichten über Leben, Tod, Liebe und Verlust. Die Antiquitäten mögen im Mittelpunkt stehen, aber das Herz der Show sind immer die Menschen. Die Stimme einer sanften Art von Patriotismus. Horst Lichter ist auch eine Art sanfter Patriot. Nicht in einem politischen Sinne, sondern in der Art und Weise, wie er das Beste der deutschen Kultur ehrt, ihre Handwerkskunst, ihre familiären Werte, ihre kulinarischen Traditionen, ihren Sinn für Humor. Er zelebriert die kleinen Freuden, hausgemachte Mahlzeiten, Familienerbstücke, Briefe in alter Handschrift. Er erinnert seine Zuhörer daran, dass das Glück nicht im Status oder in der Geschwindigkeit liegt, sondern in den stillen Ecken des täglichen Lebens. Auf diese Weise hat er dazu beigetragen, Erfolg neu zu definieren. Nicht als etwas Auffälliges, sondern als etwas Sinnvolles. Man muss nicht reich, berühmt oder trendy sein. Sie müssen nur sich selbst treu sein. Kulturelles Erbe im Entstehen. Nicht umsonst wird Horst Lichter als Deutschlands Seele in der Weste bezeichnet. Er hat sich einen einzigartigen Platz in der Kulturlandschaft erobert, nicht als Prominenter im üblichen Sinne, sondern als vertrauter Begleiter im Leben von Millionen. Für viele Deutsche ist das Einschalten des Fernsehers, um ihn zu sehen, wie das Öffnen der Tür zu einem alten Freund. Und es geht nicht nur um die Vergangenheit. Horst Lichter prägt im Stillen die Zukunft der deutschen Unterhaltung. Er beweist, dass Verletzlichkeit mächtig sein kann, dass Freundlichkeit nie aus der Mode kommt und dass das Erzählen von Geschichten, echten, menschlichen Geschichten, immer noch das Stärkste auf der Leinwand ist. Warum also ist er über Generationen hinweg so beliebt? Denn er erinnert uns daran, innezuhalten. Denn er hört mehr zu, als er spricht. Denn er lacht aus vollem Herzen, weint ohne Scham und kocht, als wäre es ein Liebesbrief. Denn er ist ganz einfach einer von uns. Langsamere Tage, tiefere Bedeutung. Als Horst Lichter in den letzten Lebensabschnitt überging, verlangsamte sich das Tempo seines Lebens ganz natürlich. An die Stelle der brüllenden Küchen, der nicht enden wollenden Drehpläne und der Hektik der öffentlichen Auftritte traten allmählich ruhigere Vormittage, bedeutsame Gespräche und eine tiefere Art der Präsenz. Früher waren seine Tage von der Hitze und der Hektik der Welt geprägt, aber jetzt sind sie von Selbstbeobachtung, Wertschätzung und einer neu entdeckten Ruhe geprägt, die er zu schätzen gelernt hat. Er sprach nicht mit einem Gefühl der Trauer über diese Veränderung, sondern mit einer Art ruhiger Akzeptanz. Denn für einen Mann, der sich in seinen jungen Jahren schon erschöpft hatte, der gesundheitliche Probleme und persönliche Tragödien praktisch überlebt hatte, war das Altern nichts, was man fürchten musste, sondern ein Luxus, den er sich verdient hatte. Außerdem nahm er es mit der Art von Wertschätzung, Humor und Herzall, die nur Horst Lichter bieten konnte. Außerdem bemerkten die Zuschauer, die ihn all die Jahre über beobachtet hatten, einen Unterschied. Es war kein Nachlassen der Vitalität, sondern eher ein ruhigeres Tempo. Der Ton seiner Comedy wurde sanfter und seine Geschichten wurden nachdenklicher. In Interviews gab er zusätzliche Informationen über seinen Werdegang preis, einschließlich des Glücks, der Traurigkeit und des anhaltenden Bedauerns, das er immer noch empfindet. In seiner Rede sprach er über die Liebe, die Zeit und die Dinge, die wirklich zählen, wenn der Lärm des Lebens zu einem gedämpften Brummen herabsinkt. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass Horst nie aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit verschwunden ist. Ganz im Gegenteil. Auch wenn er sein Arbeitspensum reduzierte, blieb seine Präsenz konstant. Insbesondere in seiner beliebten Sendung Bares für Rares, wo er mit seiner ruhigen Art und seinem Augenzwinkern weiterhin Fans jeden Alters beruhigte. Er war nicht nur Gastgeber oder Koch, sondern ein fester Bestandteil in den Häusern der Menschen, was in der Welt der Prominenten eher ungewöhnlich ist. Ein Gesicht,
das so vertraut war, dass es wie eine Familie wirkte. Und in diesen späteren Jahren nahm sich Horst Lichter mehr Zeit für die Aktivitäten, die sein Herz wirklich erfüllten. Dazu gehörten ausgedehnte Motorradreisen, langsam gekochte Mahlzeiten, die er mit seiner Frau Nada genoss, Zeit in der Natur und Stunden der Meditation am Ufer eines ruhigen Sees. Der Mensch, der zuvor mit voller Geschwindigkeit durch das Leben geeilt war, gab sich nun die Erlaubnis, umherzustreifen, zu staunen und einfach zu sein. Es ist eine schöne Art von Wissen, die man nur im Laufe der Zeit erlangen kann, und es ist eines, das Lichter wie seinen charakteristischen Schnurrbart trägt, mit Leichtigkeit, Eleganz und ohne die Notwendigkeit, es öffentlich zur Schau zu stellen. Im Laufe seiner letzten Lebensjahre ist er zu einem lebenden Beispiel dafür geworden, was es heißt, nicht nur in Würde, sondern auch mit Freude zu altern. Denn Horst Lichter war nie daran interessiert, ein Erbe anzutreten. Er hat einfach ein Leben geführt, das es wert ist, dass man sich an ihn erinnert. Er sprach nicht mit einem Gefühl der Trauer über diese Veränderung, sondern mit einer Art ruhiger Akzeptanz. Denn für einen Mann, der sich in seinen jungen Jahren schon erschöpft hatte, der gesundheitliche Probleme und persönliche Tragödien praktisch überlebt hatte, war das Altern nichts, was man fürchten musste, sondern ein Luxus, den er sich verdient hatte. Außerdem nahm er es mit der Art von Wertschätzung, Humor und Herzall, die nur Horst Lichter bieten konnte. Außerdem bemerkten die Zuschauer, die ihn all die Jahre über beobachtet hatten, einen Unterschied. Es war kein Nachlassen der Vitalität, sondern eher ein ruhigeres Tempo. Der Ton seiner Comedy wurde sanfter und seine Geschichten wurden nachdenklicher. In Interviews gab er zusätzliche Informationen über seinen Werdegang preis, einschließlich des Glücks, der Traurigkeit und des anhaltenden Bedauerns, das er immer noch empfindet. In seiner Rede sprach er über die Liebe, die Zeit und die Dinge, die wirklich zählen, wenn der Lärm des Lebens zu einem gedämpften Brummen herabsinkt. Nachdem einige Jahre vergangen waren, begann Lichter seine Funktion nicht nur als Entertainer, sondern auch als eine Art stiller Philosoph zu akzeptieren. Die Verluste, die er erlitten hatte, die Kämpfe, die er mit seiner Gesundheit geführt hatte und die Art und Weise, wie das Alter ihn verändert hatte, waren alles Themen, über die er mit größerer Offenheit sprach. Er räumte ein, dass selbst ein Mann, der für seinen Humor berühmt war, Gefühle der Trauer haben konnte, die sich allmählich wie eine Dämmerung einstellten. Es gab Zeiten, in denen das Haus zu ruhig zu sein schien, und es gab andere, in denen die Erinnerungen zu Besuch kamen wie alte Bekannte, die unerwünscht waren, aber trotzdem willkommen. In diesen Zeiten versuchte er nicht, seinen Gefühlen aus dem Weg zu gehen, sondern ließ sie zu, erkannte sie an und setzte sein Leben fort. Lichters letzte Jahre waren durch eine zunehmende Fähigkeit zur Selbstbeobachtung gekennzeichnet. Bei mehreren Gelegenheiten bezeichnete er das Leben als eine Abfolge von Kapiteln, von denen jedes seinen eigenen Geschmack und seine eigene Textur hat. In der Vergangenheit hat er erklärt, dass wir zwar nicht die Möglichkeit haben, alle Komponenten auszuwählen, aber wir haben die Möglichkeit zu wählen, wie wir sie kombinieren wollen. Dies ist eine Metapher, die für ihn sehr gut funktioniert. Reichhaltig, wohltuend, mit Freude und Traurigkeit gewürzt und mit viel Fingerspitzengefühl zubereitet, gleicht sein Leben in gewisser Weise einem Eintopf, der schon lange vor sich hin köchelt. Wenn die Menschen heute Horst Lichter im Film sehen, dann sehen sie mehr als nur einen Koch oder einen Showman. Wenn sie ihn sehen, sehen sie einen Mann, der mehrere Leben in einem gelebt hat. Einen Mann, der die Erfahrung gemacht hat, am Herd und am Krankenbett zu stehen, der Erfolg und Leid erlebt hat, der so viel gelacht hat, dass er schluchzte, und der so viel geweint hat, dass er im Lachen wieder Heilung fand. Sie beobachten jemanden, der sich der Tatsache bewusst ist, dass die schönsten Dinge im Leben wie Mahlzeiten, Erinnerungen und Momente am schönsten sind, wenn man sie teilt. Ein Leben im Dienste der Liebe.
Letzten Endes geht es in Horst Lichters Geschichte nicht nur um Ruhm, Essen oder gar Antiquitäten. Es geht darum, wie ein Mann sich entschied, ein Leben voller Herz zu leben und dieses Herz mit einer ganzen Nation zu teilen. Er hat uns gelehrt, dass Erfolg nicht brüllen muss. Er kann sich in leisen Tönen äußern, im Lachen am Küchentisch, in einer gut erzählten Geschichte, im Stolz auf ein selbstgekochtes Essen oder in den Tränen, die wir um Dinge vergießen, die wir verloren haben. Er erinnert uns daran, das Tempo zu drosseln, unsere Wurzeln zu schätzen und die Menschen, die wir lieben, solange wir sie haben, in Ehren zu halten. In jedem Gericht, das er kochte, in jedem Sammler, den er interviewt, in jeder Anekdote, die er erzählte, gab es immer eine Zutat, die sich nie veränderte, die Liebe. Liebe zum Leben, zu den Menschen, zu den einfachen Dingen, die unseren Tag sinnvoll machen. Horst Lichter ist nicht nur eine Berühmtheit, sondern auch ein Freund geworden. Und in einer Welt, die sich oft schnell, kalt und distanziert anfühlt, ist das keine Kleinigkeit. Wenn sich Generationen vor ihren Bildschirmen versammeln, um zu sehen, wie er lächelt, einen Witz erzählt oder jemanden behutsam durch einen mit Erinnerungen verbundenen Gegenstand aus der Vergangenheit führt, dann sehen sie nicht nur fern. Sie beobachten einen Mann, der seine Wahrheit lebt, mit Freude, Mitgefühl und einem offenen Herzen. Und das ist vielleicht mehr als alles andere das größte Vermächtnis von Horst Lichter. Aber die Frage bleibt, wie geht es weiter? Was denken Sie? Sollte Bares für Rares ohne Horst Lichter weitergehen oder sollte es als Tribut an sein Vermächtnis enden? Und wenn Sie mehr über Horst Lichter und andere beliebte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erfahren möchten, vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.